Hallo Leute, ich bin Wolf von Black Trident und heute geht es über ein super spannendes Thema. Du hast dir gerade die Waffe gekauft, du sagst, hey, ich möchte taktisch schießen, sportlich schießen, Verteidigung schießen und jetzt fragst du dich, hey, was brauche ich dazu eigentlich alles? Und genau das erzähle ich dir in diesem Video. Wir alle kennen es, du startest gerade ganz frisch in das Thema Waffen hinein und du denkst dir, hey, jetzt habe ich mal die Waffe, jetzt war ich ein paar Mal am Schießstand, habe statisch geschossen, bin sicher in meiner Handhabung und dann denkst du dir, hey, irgendwie, ich glaube, da gibt es noch mehr und überlegst in das Thema dynamisches Schießen hineinzugehen. Also das Schießen in der Bewegung, das Schießen auf verschiedene Ziele, Parcours, IPSC vielleicht sogar und Co. Und dann ist immer das Ding, was brauche ich dazu eigentlich alles? Und das ist wirklich eine der häufigsten Fragen, die wir bei Black Trident bekommen und darum geht es jetzt. Generell ist es so, wenn jemand zu uns kommt, und das empfehle ich auch wirklich jedem, ihr müsst nicht gleich alles kaufen. Ja? Es ist immer genau so das Ding, wenn du schon ausschaust, als hättest du, keine Ahnung, 20 Jahre schon deinen ganzen Range-Belt bepackt und es ist mega beladen, aber du bist nicht mehr im Waffenhandling sicher, dann würde ich da einen Schritt zurückgehen. Das basicste Teil, und das ist wirklich eines der allerwichtigsten, ein Schießtrainer hat das mal wirklich sehr treffend ausgedrückt, der natürliche Lebensraum der Handfeuerwaffe ist das Holster. Das ist so eines der ersten Dinge, wenn ich sage, hey, ich starte gerade in das Thema Schießen hinein, ich möchte vielleicht jetzt mehr auch dynamisch schießen, dann würde ich damit mal anfangen. Bei uns findest du eine wirklich breite Auswahl an Holster für unterschiedliche Einsatzzwecke. Die Empfehlung, wenn du sagst, hey, ich möchte taktisch schießen, sportlich schießen, Verteidigung schießen, dann wäre das Torholster. Das findest du auch in mega vielen Variationen für unterschiedlichste Waffen mit unterschiedlichen Laserlichtmodulen bei uns auf der Website. Das nächste, was du brauchst, und das ist auch ganz klar, wenn du dir deine Waffe gekauft hast, dann hast du in der Regel auch einige Magazine mit dabei. Und hier ist eben das Ding, bei uns kriegst du eben auch Single Mag Carrier und Double Mag Carrier. Unterschied zwischen den beiden ist, dass du beim Single Mag Carrier auch noch den Winkel verstellen kannst und auch auf manchen, sag ich mal, Ebenen etwas platzsparender arbeiten kannst. Aber das wäre so das nächste, was ich mir überlegen würde, wie viele Magazine brauche ich? Es macht keinen Sinn, rund 8 Magazine rundherum aufzustaffeln, aber hier sich wirklich zu denken, hey, wie viele Magazine waren vielleicht im Lieferumfang meiner Waffe dabei und wie viel möchte ich später mal haben. Das ist alles sozusagen bei Magazintaschen zwischen 2 und 4 Plätze für Magazine. Das ist sozusagen unter Anführungszeichen normal. Jo, also da haben wir jetzt mal das Pistolenholster, die Magazintaschen. Das ist, sagen wir mal, wirklich das Basic-Ding. Jetzt kommt es natürlich so, wie wird man richtig gut im Schießen? Schießen ist, wenn ich es jetzt mal auf eine Metaebene gebe, so wie Autofahren. Irgendwann musst du nicht mehr hinschauen, wie du schaltest. Und das liegt daran, weil die Schaltung deines Autos immer gleich funktioniert. Und genau hier kommt dann der nächste Ausrüstungsgegenstand ins Spiel, nämlich ein Range Belt. Und beim Black Trident Range Belt, da ist es so, es gibt einen Inner Belt, der wird durch die Hosenschlaufen gefädelt und dann wird darauf der Range Belt, an dem, so wie hier, deine Ausrüstung befestigt wird, draufgesetzt. Und das hat nämlich den Sinn, also die beiden Elemente sind mit Klett verbunden und dadurch ist deine Ausrüstung immer an derselben Stelle. Das heißt, deine Waffe, dein Pistolenholster, deine Magazintaschen, alles ist immer dort, wo du es eigentlich haben willst. Und von Training zu Training, du hast nicht irgendeinen Standard-Hosengürtel, wo das immer ein bisschen weiter vorne, ein bisschen weiter hinten ist. Und vor allem, du hast auch eine stabile Plattform, wo das Ganze an deiner Hüfte platziert ist. Ja, also das wäre so einer der nächsten Schritte, wenn ich sage, hey gut, ich habe gesehen, passt, mir macht das Schießen Spaß, ich bin da voll dabei, dann wäre der Range Belt mit dem Inner Belt der nächste Schritt. Jetzt ist es natürlich so, vielleicht schießt du nicht nur Pistole, sondern auch Gewehr. Dann gibt es natürlich auch da die Möglichkeit, so wie hier mit dem Black Trident Rifle Mag Carrier, diese Gewehrmagazine auch an deinem Range Belt anzubringen. Das nächste Thema, und das habt ihr auch schon in einem meiner vergangenen Videos gehört, was ich dazu denke, ist das Thema Erste Hilfe. Erste Hilfe ist im Schießsport als auch natürlich im täglichen Leben ein sehr wichtiger Teil
und weil gerade hier, es geht oft super schnell und es kann sehr viel passieren, gerade wenn man mit Waffen arbeitet. Und hier ist eben das Ding, macht wirklich physische Trainings. Man kann viel aus dem Internet lernen, aber hier, gerade wenn es um Leib und Leben geht, ist nochmal wichtig, dass ihr wirklich euch damit beschäftigt. Wie funktioniert das? Wie wende ich das an? Klassisches Ding, was ich euch empfehlen kann, ist hier mal das Black Trident TFC Kit. Auch über das gibt es schon ein eigenes Video. Hier auch das Ding, ihr braucht nicht nur alle super lebensrettenden Mittel dabei, habt auch Sachen wie Pflaster, Bandagen und Co. dabei. Einfach wirklich Dinge, die ihr auch bei kleinen Schnittverletzungen und Co. anwenden könnt. Das nächste, was man hier noch hat, das ist zum Beispiel hier vorne der STB02 Tourniquet Holder. Der ist dafür da, um eben ein Tourniquet wirklich im Nahbereich vorne anzubringen und wo man mit beiden Händen Zugriff hat. Das ist ein Erste-Hilfe-Tool, das ich zum Abbinden von Extremitäten verwende, wenn ich hier starke Blutungen habe. Jo, und das ist eigentlich so wirklich so ein Basic Range Belt Setup mit wirklich Schritt für Schritt, wie ihr das Ganze aufbauen könnt. Also so der Wrap-up meines Videos nochmal. Fangt mit dem Pistolenholster an, dann kommen die Magazintaschen. Wenn ihr sagt, hey, passt, ich bleibe da voll dabei, ich möchte wirklich gut im Schießen werden, dann kommt der Range Belt als nächstes. Und dann, wenn ihr sagt, hey, ich möchte jetzt auch mit Gewehr arbeiten, Magazintaschen fürs Gewehr und als letztes sozusagen das Thema Erste Hilfe. Hier auch noch immer das Ding, beschäftigt euch damit. Natürlich, das möchte ich gleich voraussetzen, Erste Hilfe ist immer wichtig, habt auf jeden Fall immer ein Erste-Hilfe-Kit dabei, wenn ihr schießen geht. Ich hoffe, dass dieses Video euch einen Anhaltspunkt gegeben hat, wie ihr denn in diese ganze Szene sozusagen hineinstarten könnt, was die einzelnen Elemente sind, was Sinn macht. Meine Empfehlung nochmal, nicht gleich alles auf einmal kaufen, wirklich das schrittweise aufbauen. Das hat bei uns auch Jahre gedauert und wirklich einmal mit den Basics einige Zeit lang fahren und sich dann überlegen, hey, was brauche ich eigentlich noch, was könnte ich noch mir drauf geben. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. In diesem Sinne, bitte abonniert diesen Kanal, gebt uns einen Like, schreibt auch gerne einen super Kommentar über Videos, die ihr in Zukunft gerne noch sehen würdet. Und ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Video. Bis zum nächsten Mal, euer Wolfgang von Black Trident.